Wenn ich mein Gebiet markieren will, dann mache ich das anders. Darf ich fragen, wie? Ich hinterlasse einen bleibenden Eindruck durch mein Charisma. Ja, ich müsste auch langsam mal. Ich liebe dieses Spiel. Nett, irgendwie pflanzig. Ja. Wachse, meine Kleine, wachse! Bald schon wirst du dieses Haus und alles, was sich darin befindet, überwuchern. Ah! Ich bin ein Flüchtling, kein Innenausstatter. Pflanzen sind insgesamt doch recht nutzlos. Ja, wenn sie nicht alles überwuchern. Heute ist Wünsch dir was Tag Okay. in der Kantine. Ja, der wünscht dir was. Verbale Notizen bleiben daran nicht haften. Schade eigentlich. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Ich will nichts veröffentlichen. Doch, komm. Ja, ein Smiley. Ah, ja. Der Ketchup und der Senf, den haben wir jetzt auch. Jetzt können wir unser Revier richtig markieren. Aua! Scharf. Ja. Nochmal zurück zur Pflanze und gucken, ob wir jetzt unser Revier markieren. Ja. Juhu. Mal Aushang lesen. Hier steht, heute bekommt jeder sein Leibgericht. Bockwurst! Yippie! Oh, ich hätte vom Stream noch was essen sollen. Langsam kriege ich Hunger. Aber ich mache noch so eine halbe Stunde oder so. Und dann ist dann auch fürs erste Mal gut. Aber naja, erstmal weiter. Oh, da ist jetzt wieder Stift gefragt. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Stift. Ich habe alle Gitter und Mauern dieser Welt in Schutt und Asche geschrieben. Ach ja, Sigmund Freud. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Stift. Ich habe alle Gitter und Mauern dieser Welt in Schutt und Asche geschrieben. Ah, zumindest den kann man bekritzeln. Das ist ja schon mal was. Der Beste, der Größte, der Patron aller Besserwisser. Ja. Ich weiß nicht, ob du damit so gut wegkommen würdest, wenn er dich untersuchen würde, Edna. Danke, Sigi. Deinetwegen gibt es Psychologie. Deinetwegen bin ich hier. Ja, schleicht die, sonst gebt ihr Süden vom Morschen hinter die Gorschen. Oh Gott. Nein, ich will Herrn Freud nicht nehmen. Sigmund lässt sich nicht benutzen. Von niemandem. Ja. Der große Deuter Jung. Uhu, ich hatte neulich diesen ganz verrückten Traum. Kleines Mädel, ich habe Kaffeepause, wenn es genehm ist. Warum sind es eigentlich alle Schweizer? Dann schlafe ich ja noch ein, wenn es immer bei mir ist. Ich spüre seinen hypnotischen Traumblick. Hui. Ein geschöntes Bild von Dr. Marcel. Photoshop. Buh! Ich brauche es nicht. Ich traue mich nicht, es anzufassen. Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Da kommen nur die ganz kaputten hin. Was gibt's heute, hilfreiches Hinweisschild? Gruppentherapie für Spieleprogrammierer? Ei, Hardcore. Das Schild ist mit fußnagelsicheren Schrauben befestigt. Ja, aha. Okay, sehr informativ.
Ab geht's. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Hm. Ja, bitte? Hm. Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Ich will doch nur Mäuschen spielen. Wo bekomme ich denn so eine Anmeldung her? Jetzt noch. Viel Glück. Die Anmeldungen lagen vor Monaten aus. Mittlerweile sind die Formulare bestimmt nach unten ins Aktengrab gewandert. Ich wollte sowieso nicht teilnehmen. Dann muss ich Sie bitten, uns allein zu lassen. Aber Und machen Sie die Tür hinter sich zu. schon gut, schon gut. Wer braucht die schon? Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Mir ist gerade aufgefallen, dass hier richtig schön ein Bildfehler drin ist mit dem Fuß und dem Stuhlbein und hier richtig schön so ein harter Cut ist. Wunderschön. Ich wollte sowieso nicht teilnehmen. Dann muss ich Sie bitten, uns allein zu lassen. Aber Und machen Sie die Tür hinter sich zu. schon gut, schon gut. Wer braucht die schon? Ja, wer braucht die schon? Kommen wir später nochmal wieder. So, dann gehen wir nochmal durch die Tür. Die Küche. Ach ja, da war ja ganz viel. Handtücher, Schmandtücher, Fitzifatzi, Pfannentücher. Asbestbeschichtete Topflappen. Ich rede aus Prinzip nicht mit Handtüchern. Es sei denn, sie aus Frottee. Also nur den Bart. Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt's. Oh, Nein, meine Hände sind gerade richtig schmutzig. aber dann sind die Handtücher doch auch schon noch so schön schmutzig. Hallo, ihr Lappen. Ich wollte auch immer nach Lappland. Aber dann bekam ich die Masern und wurde von einem wahnsinnigen Psychologen gekidnappt. Schließlich wurde mein Gedächtnis gelöscht. Darum bin ich nie dazu gekommen, nach Lappland zu reisen. Vielleicht nächsten Sommer. Ich weiß ja nicht. Oh, die kann ich mitnehmen, stimmt. 4 Buchstaben zwischen mir und dem Horizont. Topf. Hallo Topf, was macht die Suppe? Oh, du kennst das ja. Köche zu vor sich hin, nicht? Das kennen wir ja. Mumme. Der kommt mit. Yay. Interessant. Hier wird also das Kantinengemüse entsaftet. Ja. Hey, ihr Kreaturen des nassen Elements. Jemand zu Hause? Neptun? Klabautermann? Captain Igloo? Meine erste Analyse ergibt, wenn ich es mitnehme, wird es nicht mehr funktionieren. Na und? Erstmal den Wasserhahn laufen lassen. Heute gibt's Wünsch dir was. Das ganze Haus riecht bereits danach. Ach ja, jetzt reden wir wieder über Essen. Ich kann damit nicht reden. Es ist keine mundgerechte Portion. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch?
Komm Ich schon. koche mir lieber mein Extrasüppchen. Natürlich. Darin bewahrt man für gewöhnlich Besteck auf. Ja? Hallo? Jemand zu Hause? Es rasselt, es klimpert, es befindet sich in einem Besteckschrank. Was mag es nur sein? Ich hab's. Es ist eine Schrapnelllawine aus den Anden. Mhm. Vor denen muss man sich in Acht nehmen. Ja? Wollen wir nicht erst mal gucken, was drin ist? Nein. Oh, Na gut. große Überraschung. Da ist Besteck drin. Jetzt Mal aber. sehen, was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer Ja. und eine Gabel. Die Ja. Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Nanu, Oh. kein Löffel. Das ist die Wo Überraschung. zum Kuckuck sind die Löffel? Die Besten sind nicht da. Guck mir mal die Heute ist Speisekarte Wünsch an. dir was Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Heute ist Wünsch dir was Tag. Okay, da kann man noch Und nicht drauf hier gucken. werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Ab durch die nächste Tür. Oh, der Wasserhahn ist wieder aus. Fußmatte. Da steht Willkommen drauf. Die Matte ist so rumgedreht, dass man es lesen kann, wenn man rausgeht. Ob das Sarkasmus sein soll? Auch dir ein herzliches Willkommen, Matti. Hast du die Matti. Fußmatte gerade Mattis genannt? Nein, ich nannte sie Matti. Mattis? Wie dein Vater Mattis? Matti. Matti die Fußmatte. Es war nur... Hast du vielleicht den verdrängten Wunsch, dir die Füße an deinem Vater abzuputzen? Hey! Lass das, okay? Ja, Hasefreud. Wir haben den Wink mit dem Zaunpfeil verstanden. Im wahren Leben liegen Schlüssel nicht unter den Fußmatten. Nur zur Sicherheit. Wusste ich's doch. Oh. Nein, den Schmutz unter meinen Sohlen habe ich mir hart erarbeitet. Ach, da geht's lang. Dann noch mal ins Schloss gucken. Ich hasse diese Dinger. Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Es ist an diesem Riegel befestigt. Da fehlt ein Schlüssel. Natürlich tut er das. Dr. Marcel. Du. Das sind ziemlich große Waschmaschinen. Nein, ich mag mein schmutziges Vokabular. Ich auch, Edna, ich auch. Heute ist nicht Waschtag. Heute ist nicht Waschtag. Dann halt nicht. Hallo Edna, willst du nicht deinen Stift reinigen? Ich weiß nicht. Warum sollte ich das wollen? Er ist ein Schmierfink. Ein schmutziger, dreckiger Schmierfink. Mir gefällt dein Tonfall nicht, Waschmaschine. Ja, wie kannst du nur, Waschmaschine? Ich wollte dich eigentlich nur beschmieren. Nur noch mehr uninteressante Wäschesäcke. Beschmieren. Edna war hier. Hallo? Ist da jemand drin? Zu schwer, zu groß, zu langweilig. Das ist nur Schmutzwäsche. Ach, Wie komme ich da jetzt wieder hoch? ja so. Aber noch nicht am Wäschesystem. Graffiti. Sehr gelungen. Mhm. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Okay. Hallo? Dr. Marcel? Sind Sie das? Es wirkt so lebensnah, so lebendig. Oh.
Davon kann ich mir noch eine Scheibe abschneiden. Eine Augenweide. Nächste Tür. Du. Das ist eine Anmeldung zur Gruppentherapie. Ich brauche keine Therapie. Ich bin in bester geistiger Verfassung. Hörst du, du Stück Papier? Ich bin in bester geistiger Verfassung. Nur zur Sicherheit. Mal sehen. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, dessen Krankengeschichte gucke ich mir an. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name, der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier, ein schwarzes Pony. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Ah, das waren die Dinger. Eine Ansichtskarte aus Blatwakistan. Sieh nur, der Außenminister hat die Briefmarken mit seinen eigenen Eckzähnen entwertet. Oh. Wie ist das Wetter in Blatwakistan? Meteorologisch mehrdeutig. Natürlich. Die ist nicht an mich adressiert. Als würde das dich normalerweise stören. Postkarten sind eigentlich ziemlich nutzlos. Naja. Hier steht, der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Was heißt das? Der Mond fällt auf die Erde. Wer schreibt denn sowas? Gibt's da keine Anleitung zu? Oder Sekundärliteratur? Die will ich nicht mitnehmen. Hier steht nämlich, der Mond fällt auf die Erde. Und diese Botschaft kann gerne hier unten im Keller bleiben. Hier steht, der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Okay, nichts Neues mehr. Das würde auch nichts an der Botschaft ändern. Wenn ich hier raus bin, schreibe ich Dr. Marcel eine Postkarte aus der Freiheit. Ja. Am besten mit gültigem Poststempel, damit er dich wiederfindet. Ich kann mich irren, aber ich glaube, der kontrolliert die Neonlampen. Alter Schalter, bist du krass. Alter Schalterverwalter. Das ist keine Fernbedienung, sondern ein Lichtschalter. Mit Kabel und so. Oha, ganz schön finster. Gute Idee. Und die nächste Tür. Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Natürlich. Findest du das gut, einfach so andere zu kontrollieren? Ich verachte dich, Wartungskontrollschränkchen. Ich kann auf noch mehr Kontrolle von außen verzichten. Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Noch immer Überdruck. Schnell, lass uns irgendwas vollkritzeln. Man nannte sie auch Feuerstift. Sie konnte ganze Bibliotheken mit einem einzigen Apostroph in Schutt und Asche schreiben. Ein richtiges Inferno. Satan? Beelzebub? Mephistopheles? Ist denn niemand daheim? Alle ausgeflogen. Das lässt sich nicht abmontieren. Schade. So. Da muss man irgendwo auch irgendwas reintun. Ich weiß nicht mehr was. Aber man muss ja nicht alles wissen. Da Das ist ist ja auch ganz ordentlich gut, wenn ich Druck noch auf ein dem bisschen Kessel. rätseln darf.
Ja, da ist ordentlich Druck drauf, aber nicht so viel Druck, dass man nicht trotzdem die Luke aufmachen darf. Das pfeift, bevor der Kessel explodiert. So weiß man immer, woran man gestorben ist. Hm. Ich kann gut nachvollziehen, wie du dich fühlst, kleines Überdruckventil. Ups. Ein Löffel. Hier sieht's aus, wie bei Uri Geller unterm Sofa. Wer hat euch das angetan? Diese Löffel gehen nirgendwo mehr hin. Sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Es sind Ex-Löffel. Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt? Hallo? Jemand zu Hause? Huch, Ja? Hallo? Was gibt es? Wer bist du wer denn? bist du denn? Mein Name ist Emilio Sanchez, die Mubbelflug. Aber die Leute nennen mich meistens allmächtiger Herrscher. Darf ich dich auch kurz Almo nennen? Wenn dir das lieber ist. Und du bist? Nenn mich Edna. Ist das auch eine Abkürzung? Es steht für ein Dorftrottel namens Emilio. Kapiere ich nicht. Ja. Was treibst du denn da unten? Wonach sieht das denn aus? Ich grabe einen Tunnel in die Freiheit. Leider bin ich auf eine Schicht aus harter Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Nein, zufällig nicht. Und? Wie geht's voran? Um ehrlich zu sein, miserabel. Ich bin auf eine Schicht aus harter Tonerde gestoßen. Ach, das hatten wir schon. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Nein, immer noch nicht. Glaubst du nicht, dass es einen besseren Weg hier raus gibt? Vergiss es. Die Vordertür ist gut bewacht. Die Hintertür ist stets verriegelt. Den einzigen Schlüssel hat ein Wächter namens Blase. Der ist dünner als ein Walfisch. Aber selbst wenn du ihm den Schlüssel abluchsen kannst, was ich nicht glaube, musst du dann immer noch die Mauer oder das Haupttor überwinden. Glaub mir, ein Tunnel ist der schnellste Weg. Wenn man genug Löffel hat. Viel Glück, ich suche einen anderen Weg. Du wirst keinen finden. Hm. Du, du. Du. Du, du. So. Dann. Dann mal los. Und auf die Treppe rauf. Treppe auf, Treppe auf. Und werden wir jetzt ein bisschen ihn bequatschen, dass er doch ganz nötig aufs Klo muss. Mal gucken. Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Ach ja? Seit wann? War gelogen. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Hallo? Jemand zu Hause? Verschwinde! Das ist meine Mülltonne! Den habe ich auch wieder vergessen, der ist super. Ach ja, dafür gibt es auch einen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Die Auswahl ist groß. Ich nehme ein besonders siffiges Exemplar. Hm. Der ist ja leer.
Wer wohl das ganze Wasser getrunken hat? Ach nein. Edna, du hast sehr... Ich störe ja nur ungern, aber Fass dich kurz. hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Erinnere mich nicht daran. Ich müsste eigentlich längst aufs Klo. Ich liebe Aber es. ich will meinen Posten nie verlassen. Mein Als Posten wenn bei nicht dem Irren verlassen. jemals irgendetwas passieren würde. Gott sei Dank bin ich, was das anbetrifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Die Stahlblase, ich verstehe schon. Es würde auch nie was passieren. Harvey und Edna stehen nur direkt daneben. Wow, Wow, das das ganze Wasser. ganze Wasser? Oh, erinnere mich nicht daran. Bitte. Geh doch einfach. Ich passe so lange auf. Hey, das hier ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Es geht nicht darum, einfach nur rumzusitzen und die Zeit totzuschlagen. Das hätte ich auch nie gedacht. So lange zurückzuhalten ist ungesund. Ich halte das schon aus. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Dein Blasenvolumen muss monströs sein. Tja, ich bin als Kind in den Kessel gefallen. Du meinst in den Kessel mit Zaubertrank. Nein, einfach nur in den Kessel. Apropos Wasser. Ich war in den Ferien am Pazifik. Endlich auf, über Wasser zu reden. Oft stand ich stundenlang am Ozean. Und das Meer rauschte. Und die Wellen wogten hin und zurück. Hin und zurück. Husch, husch. Wusstest du, dass wir auf dem Mars Spuren von Wasser gefunden haben? Endlich auf, über Wasser zu reden. Furchen von Rinnsalen, die jahrzehntelang das Gestein umspült haben. Stopp. Ganze Bäche soll es da gegeben haben. Reißende Ströme, die hektoliterweise Wassermassen durch enge Schluchten gepresst haben. Gleich ist es soweit. Gleich bring ich dich um. Oh, ich liebe es, sie zu quälen. Ich habe gehört, es soll Regen geben. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Ja, im Ernst. Es soll ein richtiger Wolkenbruch werden. Stopp. Bitte. Anfangen soll es als harmloses Nieseln. Aber dann soll es richtig gießen. In Strömen. Ich bring dich um. Ich schwöre, ich bring dich um. Ein wahrer Sturzbach wird da auf uns niederprasseln. Plitsch, platsch, Warum tust du mir das an? plitsch, platsch. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich erstmal baden. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Ist es nicht angenehm, wenn der Unterleib von warmem Wasser umspült? Ich höre nicht zu. Ich höre überhaupt nicht zu. Ich nicht. Nur, dass es immer so lange dauert, bis das Wasser eingelaufen ist. Oh, la 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 la. Meine Wanne fasst Hunderte von Litern. Einmal ist mir die Wanne sogar übergelaufen. Da stand das ganze Haus unter Wasser. Oh, you see, I've been through the desert. Es hat Stunden gedauert, das alles aufzufeudeln. On a horse with no name. Ich kann gar nicht beziffern, wie oft ich den nassen Feudel ausgewrungen habe. It felt good to be Immer nur patsch, flatsch, out of the rain. pitscha, pitscha, pitscha. Jetzt halt endlich die Klappe. So. Mein Cousin ist bei der Feuerwehr. Hör endlich auf, über
über Wasser zu reden. Du kannst dir nicht vorstellen, was da für ein Druck auf diesen Schläuchen ist. Ich kann. Ich kann. Diese ungeheuerliche Wassersäule, die sich darin aufstaut. Und die Kraft, die entfesselt wird, wenn schließlich das Ventil geöffnet wird. Willst du, dass ich mir in die Hose mache? Willst Ja. du das? Ich höre ihn noch heute rufen. Wassermarsch! Wassermarsch! Ich bin Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will doch einfach Ruhe. Hast du Waterworld mit Kevin Costner gesehen? Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Kannst du dir das vorstellen? Der ganze Planet bedeckt von Nein. Wasser. Und Wasser und nochmals Wasser. Soweit das Auge reicht. Nade. Nade. Wasser. Ich geb auf. Deiner Blase bin ich nicht gewachsen. Noch was? Ich lass dich dann mal wieder allein. Dann tu das bitte auch. So. Dann mache ich hier mal den Wasserhahn an. Da ist der Wasserhahn schon an. Geht's dann schon oder habe ich den in der Küche jetzt wieder ausgeschaltet? Und zumindest macht er noch nichts. Ich weiß nicht, ob ich gehe einfach mal runter. So. Das ging nicht auf. Das war nichts, was interessant war. Das war auch nichts, was interessant war. Das war die Küche. Nee, das war noch nicht die Küche, das war die Küche. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Ja, das in der Küche ist wieder ausgegangen aus irgendeinem Grund. Ach ja, nicht mitnehmen. Interagieren. So. In der Küche konnte man es nicht anlassen, aber vielleicht reicht es, wenn es kurz an war. Ich weiß es nicht. Wir probieren es nochmal mit dem zu reden. Ich störe ja nur ungern, aber Fass dich kurz. hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Erinnere mich nicht daran. Ich müsste eigentlich längst aufs Klo. Aber ich soll meinen Posten nicht verlassen. Als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Gott sei Dank bin ich, was das anbetrifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Apropos Wasser. Ich geb auf. Deiner Blase bin ich nicht gewachsen. Noch was? Was guckst du da? Ich gucke den Bekloppten zu. Eigentlich sehe ich ja lieber fern. Aber irgendwie ist schon wieder was mit der Antenne. Schande auf diese unzuverlässigen Antennen. So schlimm ist das auch wieder nicht. Die Hirnis sind ganz unterhaltsam. Nur dass man langsam selbst bekloppt wird. Wenn man zu lange auf diese Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu sehen.
Was guckst du da? Ich gucke den Bekloppten zu. Ah, Eigentlich so, sehe ich ja das lieber läuft. fern. Aber irgendwie ist schon wieder was mit der Antenne. Schande auf diese Ja. unzuverlässigen Antennen. Ja, so schlimm ist das auch wieder nicht. Die Hirnis sind ganz unterhaltsam. Nur dass man langsam selbst bekloppt wird. Wenn man zu lange auf diese Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu sehen. So. Ich lass dich dann mal wieder allein. Dann tu das bitte auch. So, ich würde dann für heute Schluss machen. Einmal raus hier.